Hallo und herzlich willkommen. Die Deutsche Telekom hat dieser Tage einen richtig guten Feature-Vergleich an die Medien herausgegeben. Der Konzern aus Bonn vergleicht darin seine drei wichtigsten WLAN-Router Smart 3, Smart 4 und Smart 4 Plus mit der Fritzbox 7590 AX von AVM aus Berlin. Nun darf man fragen, ist die Deutsche Telekom denn überhaupt neutral genug, um ihre eigenen WLAN-Router mit der konkurrierenden Fritzbox von AVM zu vergleichen? Doch keine Angst. Erstens werde ich meinen kritischen Verstand einschalten, wenn ich euch das Werk der Telekom gleich präsentieren werde. Zweitens dürft und sollt ihr ebenfalls euren kritischen Verstand einschalten und bitte gerne direkt unter dem Video kommentieren, falls etwas nicht okay sein sollte. Drittens verdient die Telekom an den DSL-Verträgen hinter all diesen WLAN-Routern ja sowieso viel mehr als an irgendwelchen Routerboxen mit minimalen Hardware-Spannen. Viertens verkaufen euch diverse Shops der Telekom auch eine Fritzbox, sobald sie merken, dass ihr, aus welchem Grunde auch immer, die Produkte von AVM bevorzugen solltet. Der Vergleich konzentriert sich vor allem auf die zwei neuesten Wi-Fi 6 DSL-Produkte, nämlich den Telekom Speedport Smart 4 und die AVM Fritzbox 7590 AX. Die Produkte der Telekom habe ich meist nur sporadisch in der Hand, da verlasse ich mich voll auf die Featureliste der Telekom. AVM-Produkte nutze ich auch selber intensiv, seit es Fritzboxen gibt. Zur AVM Fritzbox 7590 AX etwa gibt es von mir schon mehrere Einzeltests, zum Beispiel in der Form von Videos auf YouTube, aber auch als herkömmliche Fachartikel zum Nachlesen, etwa bei Heise TechStage für das breitere Publikum oder in einigen Fachmedien für Händler und professionelle Firmenanwender. Den älteren Telekom Speedport Smart 3 streifen wir nur noch am Rande. Das war und ist quasi der Vorgänger des neuen Telekom Smart 4 und so gesehen auch der frühere Konkurrent zur älteren Fritzbox 7590 AC plus N, also beide noch Wi-Fi 5, noch ohne Wi-Fi 6. Der Telekom Smart 4 Plus ist übrigens ein aufgebohrter Telekom Smart 4, der zusätzlich ein Glasfasermodem eingebaut hat. Er ist sogar schon länger auf dem Markt als der normale Smart 4 ohne Plus und ohne Glasfasermodem. Insofern passt der Smart 4 Plus nicht ganz zu den drei anderen WLAN-Routern, die allesamt nur ein DSL-Modem an Bord haben. Der Vergleich der Deutschen Telekom beginnt mit den externen Anschlussmöglichkeiten. Wie man sieht, funktionieren alle vier WLAN-Modem-Router nur noch IP-basiert, also nicht mehr an analogen Telefon-Kupferlitzen, auch nicht mehr an digitalen ISDN-Anschlüssen, sondern nur noch am ganz modernen All-IP-Weitverkehrsnetz. Alle vier Kandidaten bedienen DSL und VDSL bis 250 Megabit pro Sekunde, sofern der Provider diesen Speed überhaupt voll anliefern kann. Im Prinzip kann man auch alle vier WLAN-Router per Gigabit-LAN-Kabel hinter einem entsprechenden Glasfaseranschluss bis 1000 Megabit betreiben, sofern dieser das Internet über Ethernet-LAN-Kabel ausgibt. Natürlich kann man auch alle vier WLAN-Router per LAN hinter LAN-fähige Glasfaseranschlüsse bis 2000 Megabit hängen. Allerdings lassen die normalen 1 Gigabit LAN-Buchsen des Telekom Smart 3 und der Fritzbox 7590 AX dann halt nur 1000 von diesen 2000 Megabit durch, sofern die 2000 Megabit Glasfaser denn überhaupt voll netto kommen sollten. Nur der Smart 4 würde auch 2000 Megabit über seine WAN-Buchse durchlassen und der Smart 4 Plus hat zudem sogar ein eigenes Glasfasermodem verbaut. Das hat die Fritzbox 7590 AX nicht. Allerdings hat auch AVM einen gesonderten WLAN-Router mit Wi-Fi 6 und 2,5 Gigabit LAN und eingebautem Glasfasermodem im Programm, nämlich die Fritzbox 5530 Fiber. FTTH steht in der Telekom-Checkliste übrigens für Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Heim. Die Vorstufe zu FTTH nennt sich
FTTB, also Glasfaser bis ins Gebäude, was meistens schon im Keller endet. Smart 3, Smart 4 und 7590AX haben wie gesagt ein normales VDSL-Modem verbaut. Einzig der Telekom Smart 4 Plus hat auch schon ein integriertes G-Fast-Modem. G-Fast ist schneller als die bisher üblichen VDSL-Modems, aber in Deutschland noch selten zu finden. Wer mehr zu G-Fast wissen will, kann dieses Chart studieren oder den Link rechts unten ansurfen. Leider alles noch auf Englisch. Hier gibt es allerdings auch ein Chart von AVM, das G-Fast recht verständlich erklärt. Kurz gesagt, G-Fast jagt noch mehr Speed über Telefon-Kupferlitzen als das bisherige VDSL-Verfahren, allerdings nur über sehr kurze Distanzen. In diesem Video habe ich VDSL schon früher mal erklärt. VDSL 100 schafft maximal Vectoring 17a bis 100 Megabit. VDSL 250 nutzt maximal das Supervectoring-Profil 35b bis 300 Megabit im Download und 50 Megabit im Upload. Dabei ist es egal, ob ein Smart 3, Smart 4 oder eine 7590AX genutzt wird. Diese Profile sind international genormt und nicht auf AVM oder Deutsche Telekom beschränkt. Alle 4 WLAN-Router kann man laut dieser Telekom-Tabelle auch über Mobilfunk mit Ersatzinternet versorgen. Zum Beispiel mit einem Mobilfunk-Handy oder mit einem LTE-USB-Mobilfunk-Stick. Das habe ich im Sommer 2021 schon mal mit einem LTE-Stick von 1&1 an einer schwarz gespritzten Fritzbox 7530 erklärt und im echten Praxiseinsatz getestet. Welche Lösungen die Telekom dafür im Köcher hat, kommt am Ende dieses Videos unter den Kapiteln Neue Funktionen und Ausblick auf Hybrid 5G-Lösungen mit einer 5G-Empfangsbox der Telekom ab Januar 2022. Zurück zur Gegenwart. Nächstes Kapitel: Heimnetz, also die hausinternen Verbindungen. Alle 4 WLAN-Router haben genug LAN-Buchsen für 3 oder 4 kabelgebundene Netzwerkgeräte. Bei der neuesten, dickeren Fritzbox 7590AX sind das die 4 hellgelben LAN-Ports oben im Bild. Bei der älteren, schlankeren Fritzbox 7590 AC+N sind es die 4 dunkelgelben LAN-Ports unten. Beim Telekom Speedport Smart 4 sind es die 3 hellgelben LAN-Ports. Das ist ein Pressefoto der Deutschen Telekom. So gute Kameras habe ich hier gar nicht. Der weiße Telekom Smart 3 ganz links in der Tabelle hat offenbar keinen dedizierten WAN-Port für die Zuführung von Internet aus anderen Modems. Die 3 restlichen Router aber schon, wobei der Smart 4 und der Smart 4 Plus den blauen WAN-Port bis auf 2500 Megabit aufgebohrt haben. Die 7590AX bietet am blauen WAN-Port nur 1000 Megabit. Bei allen 3 WLAN-Routern rechts im Bild lässt sich der WAN-Port auch als LAN-Port nutzen. WAN steht bekanntlich für Wide Area Network, also für das Weitverkehrsnetz, da wo in der Regel auch das Internet herkommt. LAN steht für Local Area Network, also für das lokale Netz, das oftmals nur auf das eigene Gebäude oder Büro oder Wohnung begrenzt ist. Klar, dass alle 4 Modem-Router auch eine WLAN-Basis eingebaut haben. Der Telekom Smart 3 funkt noch 11AC alias Wi-Fi 5 mit ca. 600 Megabit im überfüllten 2,4 GHz Band plus ca. 1700 Megabit im 5 GHz Band. Macht zusammen 2300 Megabit alias 2,3 Gigabit. Alle Werte brutto, netto kommt weniger. Die 3 weiteren WLAN-Router funken alle schon 11AX alias Wi-Fi 6. Bei der Fritzbox 7590AX ganz rechts sind es offiziell 800 Megabit im überfüllten
2,4 GHz Band plus 2400 Megabit im flotteren 5 GHz Band, zusammen also 3600 Megabit alias 3,6 Gigabit pro Sekunde. Was man davon anno 2021 überhaupt schon netto nutzen kann, habe ich in mehreren Videos und Fachartikeln dokumentiert. Dass die 7590 keine 160 MHz Bandbreiten beherrscht, ist übrigens ein Märchen. Das sieht man in der letzten Zeile, Nummer 8 im gelben Kasten. Die 7590 AX kann beides, 80 und 160 MHz. Die beiden Smart 4 Modelle der Deutschen Telekom beherrschen nominal schon 6 Gigabit brutto, davon 1200 Megabit im 2,4 GHz Band plus 4800 Megabit im 5 GHz Band. So kommt man summa summarum auf 6000 Megabit brutto. Netto kommt weniger. Der Grund ist ein modernes Wi-Fi 6 Chipset von Broadcom. Die große Frage ist natürlich, wie gut die Telekom diese enorme WLAN-Power auch sinnvoll auf die Straße bringt, genauer gesagt in die Luft. Dazu werden wir später noch einige WLAN-Tests aus den führenden deutschen Fachmedien konsultieren. Dass man offiziell 128 WLAN-Clients an jeden der 4 WLAN-Router anschließen kann, sieht super aus. Ich rate aber trotzdem ab, viel mehr als 30 WLAN-Endgeräte auf irgendeinen dieser Router einzuplanen. Dann lieber einen zusätzlichen WLAN-Access-Point installieren, um die Last ein bisschen besser zu verteilen. Beim dritten Telekom-Chart geht es immer noch um das Heimnetz, also um die hausinternen Verbindungen. Alle 4 WLAN-Router unterstützen das sogenannte WLAN-Mesh. Das heißt, die WLAN-Router können als Mesh-Master agieren und rein über die Luft mehrere WLAN-Mesh-Repeater versorgen. Die Repeater sollen die WLAN-Reichweite des Routers vergrößern, und zwar ohne dass man LAN-Kabel kreuz und quer durch Wohnung, Haus oder Büro verlegen muss. Leider kocht beim WLAN-Mesh jeder Hersteller noch immer sein eigenes Süppchen. Das verletzt das Grundprinzip von WLAN, dass nämlich die Systeme aller Hersteller gegenseitig weitgehend kompatibel sind. Just diese enorme Kreuzkompatibilität hat WLAN doch erst den weltweiten Siegeszug beschert. Das wird mit vielen verschiedenen Mesh-Süppchen jetzt wieder ein Stück weit kaputt gemacht. Hier weist die Telekom in Fußnote 5 auch selber darauf hin, dass die Fritzbox 7590 AX nur Fritz Mesh von AVM unterstützt. Meines Wissens unterstützt aber auch die Telekom nur das eigene Mesh-Verfahren. Das heißt, mit Mesh können die WLAN-Hersteller ihre Kunden endlich wieder stärker an sich binden. Mesh war ein genialer Marketingtrick der gesamten WLAN-Branche, nachdem die Preise der WLAN-Router und vor allem der WLAN-Repeater so gegen 2017 schwer in den Keller gingen. Mit Mesh ging die Kompatibilität der WLAN-Systeme wieder zurück und die Margen konnten sich erholen. In diesem tollen Pressefoto der Deutschen Telekom sieht man die jüngsten WLAN-Mesh-Repeater der Telekom mit 11AX Wi-Fi 6 Funk. Natürlich musste auch AVM auf den weltweiten Mesh-Hype aufspringen. Kein WLAN-Consumer-Hersteller konnte sich dem entziehen. Zu den Mesh-Fritz-Repeatern von AVM gibt es einige Videos von mir sowie Fachartikel in herkömmlichen Fachmedien, aus denen ich ja eigentlich komme. Ein paar ältere Mesh-Repeater der Telekom habe ich auch schon selber getestet, etwa auf Heise TechStage, rechts im Bild und natürlich auch auf meinem Videokanal. Magenta Smart Home hatte ich noch nie im Test. In den 3 Telekom-Routern ist das drin, in den Fritz-Boxen natürlich nicht. Doch was genau ist nun Magenta Smart Home? Beim Googlen nach Telekom Smart Home stieß ich per November 2021 auf diese Seite. Die Telekom zeigt hier eine Palette von Geräten zur Heimautomation, von der Schaltsteckdose bis zur funkgesteuerten Videokamera. AVM hat ebenfalls Smart Home Geräte für seine Fritzboxen, von diversen Funkschaltsteckdosen bis zur Heizkörpersteuerung. Zur Funkanbindung setzt AVM auf eine Mischung aus DECT und WLAN. In diesem Beispiel hängt der Thermostat via DECT
und das Handy via WLAN an der Fritzbox. Smart Home ist auch bei AVM nicht völlig neu. Das gab es schon zu Zeiten der Fritzbox 7390 mit den 2 silbernen Fischflossen. Das sieht man hier auf dieser uralten Pressegrafik von AVM. Natürlich sind die Smart Home Welten von AVM und Telekom nicht übermäßig kompatibel. Das heißt, spätestens wenn ihr in Smart Home Geräte investiert, seid ihr in den Welten der unterschiedlichen Anbieter weitgehend gefangen. Als normaler Endverbraucher würde man sich aber das krasse Gegenteil wünschen, nämlich, dass Smart Home Geräte von Telekom und AVM sich gegenseitig verstehen und mischen lassen. So kreuzkompatibel, wie man das von WLAN-Geräten eigentlich seit 21 Jahren gewohnt ist, seit WLAN 11b im Frühling 2000 nach Europa hereinschwappte. Sei es drum, wir machen weiter in der Feature-Liste. Bei allen 4 WLAN-Routern kann man ein externes Speichermedium, also Festplatte, SSD oder USB-Stick, als externe NAS-Speicherlösung anschließen. Die dazu nötigen USB-Buchsen sind an der 7590AX im schnelleren USB-Modus 3.0 ausgeführt. Da USB 3.0 den WLAN-Betrieb im 2,4 GHz-Band stören kann, sind alle mir bekannten Fritzboxen ab Werk auf USB 2.0 eingestellt. USB 3.0 muss man extra freiklicken. Das ist gut so, denn USB 3.0 strahlt Störungen auf 2,5 GHz ab und das ist dicht am 2,4 GHz Frequenzband dran. Das Problem liegt nicht an AVM, sondern an der Physik der Funkausbreitung und der gegenseitigen Interferenzen. Und ja, genau, USB 3.0 ist zwar kein WLAN, strahlt aber trotzdem ein bisschen in den 2,4 GHz WLAN-Bereich hinein. Festplatten und SSD-Speicher per USB 3.0 an einer Fritzbox sind nicht neu. Das habe ich schon getestet, als die normale 7590 AC+N auf den Markt kam. Schon damals mit 2 USB 3.0 Buchsen, eine hinten und eine seitlich. Die neue 7590 AX hat ebenfalls wieder oder noch immer 2 mal USB 3.0. Magenta TV mit und ohne 4K alias Ultra HD hatte ich noch nie im Test, aber wenn die Telekom sagt, dass das auch über die 7590 AX funktioniert, glaube ich das gerne. Nur mal ganz kurz gegoogelt, Magenta TV ist offenbar so eine Art Heimkino-TV-Streaming-Abo-Paket über Internet oder zusätzlich auch über Satellit. WPS ist ein sehr bequemes Verfahren, um WLAN-Endgeräte bei WLAN-Routern einzuloggen. Der Router schießt das WLAN-Passwort auf Knopfdruck an den WLAN-Client durch. Dadurch muss man das oftmals komplizierte WLAN-Passwort nicht selber mühsam in Laptops oder Handys eintippen. Eine integrierte Firewall gehört schon seit vielen Jahren zu den Grundfunktionen fast aller WLAN-Router. Ab Werk ist sie meist eingeschaltet. Klar, dass man sie nicht ohne speziellen Grund abschalten sollte. Nächstes Kapitel: Telefonie. Bei der Telefonie muss man hausexterne und hausinterne Verbindungen unterscheiden. Nach extern telefonieren heutzutage alle 4 WLAN-Router nur noch über das digitale All-IP-Weitverkehrsnetz. Dabei wird die Sprache in winzige IP-Datenpakete zerhackt und beim Empfänger wieder zu flüssiger Sprache zusammengesetzt. Das Verfahren nennt sich auch VoIP alias Voice over IP, also Sprache über IP, über das Internetprotokoll. Die Qualität der VoIP-Telefonie war vor etlichen Jahren oft noch sehr schrecklich, mit einem blechernen Hall wie in der Geisterbahn. Inzwischen funktioniert diese Art der Telefonie aber meist recht ordentlich. Eine sehr klare und stabile Telefonie gab es, speziell in Deutschland, auch schon viel früher über das ebenfalls schon digitale ISDN-Weitverkehrsnetz der Deutschen Telekom. Inzwischen wurde das ISDN-Netz aber weitgehend abgebaut. Auch die hier gezeigten 4 WLAN-Router unterstützen die externe ISDN-Telefonie allesamt nicht mehr. Bei der hausinternen Telefonie sieht es ganz anders aus. Alle 4 WLAN-Router bedienen auch noch uralte Analogtelefone, der Smart 4 nur noch eines, die anderen sogar 2, teils direkt,
teils über Adapter. An den gelben Pfeilen sieht man die analogen Buchsen, da kann man analoge Telefone anschließen. Unten die ältere 7590 AC+N, oben die jüngere 7590 AX Version 1, als sie noch genauso flach war wie die alte 7590 AC+N. Inzwischen gibt es auch noch eine dickere 7590 AX mit mehr Lüftungsschlitzen der besseren Kühlung wegen. Diese hat ebenfalls noch Buchsen für analoge Telefone, analoge Faxgeräte und/oder analoge Anrufbeantworter zum externen Anschließen. 2 Analogbuchsen hinten und eine weitere seitlich. In dieser Tabelle hat einzig die Fritzbox 7590 AX noch einen ISDN-Bus mitsamt ISDN-Buchse. Das freut all jene User, die noch hochwertige Endgeräte aus der ISDN-Zeit haben und diese auch nicht wegwerfen wollen. Das Kürzel IAE in der Telekom-Grafik steht für ISDN-Anschlusseinheit am S0-Bus. Genau so einen hat die 7590 AX anno 2021 immer noch dran. An den gelben Pfeilen sieht man die Buchsen zum Anschluss von hausinternen ISDN-Geräten. Unten die ältere 7590 AC, oben die jüngere 7590 AX in der ersten ausgelieferten Hardwarefassung vom Sommer 2021. Nächster Punkt. Deckt Schnurlostelefonie. Das in der Telekom-Grafik verwendete Kürzel CAT-IQ steht für Cordless Advanced Technology, Internet and Quality. CAT-IQ ist der aktuelle Standard für die Telefonie über den digitalen DECT-Funk. Also wohlgemerkt, nicht über WLAN, sondern über DECT, was für Telefonate schlichtweg besser und stabiler ist als WLAN. Vor allem in Europa, weil hier der DECT-Funk einen reservierten Frequenzblock bei 1900 MHz nutzen darf. Die Telekom Smart 3 und 4 Router haben eine DECT-Basisstation für maximal 5 Telekom Speedphones. Die Fritzbox 7590 AX kann bis zu 6 DECT-Schnurlostelefone versorgen. Die aktuellsten Modelle heißen Fritzphone C6, C5 und M2. Im Prinzip kann man auch DECT-Fremdtelefone, etwa von Gigaset oder Panasonic, mit den 4 WLAN-Routern von AVM und Telekom verkoppeln. Oft steht dann aber softwareseitig nicht der komplette Funktionsumfang zur Verfügung oder die Installation gestaltet sich etwas umständlicher, als wenn man in den eigenen DECT-Welten von AVM oder Telekom bleibt. Hier mal ein Screenshot von meiner eigenen DECT-Telefonanlage mit DECT-Phones an einer Fritzbox. Hier funkt DECT gerade knapp unterhalb von 1900 MHz. In dieser Telekom-Tabelle hat einzig die 7590 AX auch einen digitalen Anrufbeantworter. Den nutze ich tatsächlich. Damit lasse ich mir zum Beispiel Sprachnachrichten aus der Fritzbox immer gleich auf meine E-Mail weiterleiten. So kann ich Nachrichten auch unterwegs gleich am Smartphone abhören, nur wenige Sekunden nachdem sie auf der Fritzbox eingelaufen sind. Feine Sache, sofern man überhaupt noch über Festnetz telefoniert. Der Trend geht ja zur Handy-Only-Telefonie. Ein zentrales Telefonbuch haben offenbar alle 4 WLAN-Router. Allerdings nutzen wohl immer mehr Menschen ihr Handy als Telefonbuch, genauer gesagt die hinter dem Handy liegende Cloud bei Google oder bei Apple. Laut dieser Telekom-Tabelle hatte der Smart 3 per November 2021 noch keine digitale IP-Telefonanlage eingebaut. Die jüngeren Telekom-Router Smart 4 und Smart 4 Plus haben aber schon eine IP-PBX, genau wie die Fritzbox 7590 AX. PBX, auf Englisch PBX, steht für Private Branch Exchange und ist schon seit Jahrzehnten der internationale Begriff für eine hausinterne Telefonanlage. Früher analog, heute eben digital, im IP-Internet-Protokoll, daher das Kürzel IP-PBX. Letzter Punkt. Sonstiges. Die neuesten Telekom-Router Smart 4 und Smart 4 Plus haben ein Display an der Frontseite, das Betriebszustände anzeigen kann. Die Telekom hat es in ihrer virtuellen Pressekonferenz im November 2021 auch live demonstriert. Somit kann ich bezeugen, dass es funktioniert hat.
Hier mal ein ziemlich gutes Pressefoto der Telekom. Hier sieht man auch die Auflösung des Displays. Alle hier gezeigten WLAN-Router verzichten auf einen Ein-Aus-Schalter direkt am Gerät. Man muss also das mitgelieferte Netzteil aus der 230-Volt-Dose ziehen, wenn man die Router komplett ausschalten will. Das kann lästig sein, wenn die Steckdose schwer zugänglich hinter einem Sideboard steckt. Allerdings wird man einen solchen WLAN-Modem-Router ja selten komplett abschalten, weil dann ja auch die Telefonie weg ist. Außer vielleicht bei einer längeren Abwesenheit, aber auch nur, wenn man auf Reisen nicht über VPN auf das Heimnetz zugreifen will. Der Telekom Speedport Smart 3 unterstützt laut dieser Telekom-Tabelle nur VPN WireGuard. Die Fritzbox 7590AX nur VPN over IPsec. Die beiden Telekom Smart 4 Modelle dagegen unterstützen sogar beide VPN-Verfahren. Das klingt gut, weil es auch Fans von WireGuard gibt. Das ist eine besonders schlanke VPN-Lösung, die ursprünglich auf Linux herauskam, inzwischen aber auch auf Windows, macOS, BSD, Berkeley Software Distribution, Unix, Google Android und Apple iOS läuft. In dieser Zeile fokussiert die Telekom ihren Easy Support, also die automatische Fernkonfiguration, automatische Updates der Routerbetriebssoftware samt Fernunterstützung und Fernwartung des WLAN-Routers. Das liegt nahe, zumal die Telekom auf die eigenen WLAN-Router viel direkter zugreifen kann als auf fremde WLAN-Boxen von AVM. Bei der Fritzbox 7590AX läuft das Firmware-Update laut Fußnote der Telekom über AVM. Das ist richtig, der Fritz-Kunde kann aber auch selber entscheiden, ob und wann er die jeweils neuesten Fritz-OS-Updates vollautomatisch in seinen WLAN-Modem-Router einspielen lassen will. Der Fritzbox-User kann die neuesten AVM-Updates aber auch selber einspielen. Das kann man alles per Mausklick in der Fritz-OS-Router-Software einstellen. Nächste Zeile. Alle 4 WLAN-Router haben ein externes Netzgerät für 230 Volt. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Viel eleganter wäre es doch, wenn das Netzteil im WLAN-Router fest verbaut wäre und nicht klobig extern in einer Steckdose stecken müsste. In dieser Zeile gibt sich die Telekom 2 schöne Pluspunkte für die Nachhaltigkeit ihrer 2 jüngsten WLAN-Modem-Router der Marke Smart 4 und Smart 4 Plus. Dazu gibt es ein Extra-Chart, das die Nachhaltigkeit von Material und Verpackung erklärt, wie etwa Gehäuse zu 90% aus Recyclingplastik, Verpackung zu 100% umweltgerecht ohne Plastik, nur mit pflanzlichen Farben, Wiederverwendung des WLAN-Routers durch diverse Mietmodelle, Verzicht auf kritische Substanzen wie etwa Blei an den LAN-Anschlüssen, Verzicht auf nicht benötigte Kabel, die der Kunde oft selber schon mehrfach besitzt. Zu guter Letzt Verzicht auf eine Wandhalterung beim Speedport Smart 4. Vermutlich, weil die meisten Leute den WLAN-Router sowieso nie an die Wand montieren, obwohl eine Wandmontage in den meisten Fällen, rein funktechnisch, die optimale Position fürs WLAN wäre. Und hier nochmal ein richtig gutes Pressefoto aus dem Medienservice der Deutschen Telekom, das die Nachhaltigkeit der Materialien unterstreicht. Als letzten Pluspunkt führt die Telekom den Speedtest per Knopfdruck mit direkter Ablesung auf dem Router-Display ins Feld. Auch dieses Feature hat die Telekom den deutschen Fachmedien auf einer virtuellen Pressekonferenz am 25. November 2021 live demonstriert. Dass in diesem Screenshot nur Nettoraten unterhalb von 10 Megabit kamen, liegt an der Tatsache, dass hier gerade kein VDSL, sondern Ersatzinternet über Mobilfunk aus einem Apple-Handy in den Telekom Speedport Smart 4 eingespielt wurde. Feine Sache, so kann jeder Mensch auch ohne Netzwerkkenntnisse ganz einfach prüfen, ob der Internetanschluss genug Speed liefert. Am Ende dieser langen Feature-Vergleichsliste hinterlässt das Bonner WLAN-Router-Flaggschiff Telekom Speedport Smart 4 einen starken Gesamteindruck.
Hier nochmal eine Zusammenfassung der beeindruckenden Highlights. Ein superaktueller LAN-WLAN-Modem-Router mit einem der modernsten WLAN-Chipsets dieses Planeten von Broadcom bis zu 1200 Megabit bei 2,4 plus 4800 Megabit bei 5 GHz. Sehr schnellen LAN-WAN-Ethernet-Schnittstellen im Multigigabit-Bereich und einer DECT-Basisstation für bis zu 5 Speedphone-DECT-Handtelefone mit HD-Voice-Sprachqualität. Am Ende bleibt die Frage, wie gut bringt die Deutsche Telekom ihre beeindruckende Feature-Stärke tatsächlich auf die Straße, genauer gesagt in die Luft? Das kann man nur in echten Tests erforschen. Da ich Telekom-Geräte nur sporadisch im eigenen Haus habe, muss ich mir konkrete Testergebnisse, teils auch bei renommierten Kollegen aus anderen Medien, zusammenkratzen. Patrick Skorupa von der Computerbild etwa gehört zu den besten WLAN-Testern der Nation. Der Fritzbox 7590 AX von AVM gibt er die schöne Gesamtnote 1,5. Dem nominal viel schnelleren Telekom Speedport Smart 4 gibt er die Gesamtnote 2,3. Ein Hauptgrund für den deutlichen Unterschied liegt offenbar im geringeren Funktionsumfang des Telekom Smart 4 gegenüber der Fritzbox 7590 AX. Die viel ältere Fritzbox 7590 AC plus N setzt der Patrick Skorupa mit Note 1,4 sogar noch 2 Plätze vor die neue 7590 AX mit Schulnote 1,5. Der Telekom Speedport Smart 4 dagegen landet beim Patrick Skorupa auf Platz 21. Die beiden Testberichte der Computerbild stammen von Oktober und November 2021, sind also ziemlich aktuell. Sehr kompetent und äußerst WLAN-testerfahren ist auch der langjährige Kollege Thomas Rau von der PC Welt. Auch in seinem Test vom 28. Juni 2021 schneidet die Fritzbox 7590 AX ziemlich gut ab. Beim Googlen nach dem Telekom Smart 4 dagegen habe ich auf der PC Welt nur eine Newsmeldung und keinen echten Volltest gefunden. Sorry Thomas, falls ich zu blöd zum Googlen gewesen sein sollte. Auf einen Smart 4-Test aus deiner kompetenten Feder wäre ich ja nach wie vor gespannt, wie Nachbars Lumpi. Auf Heise TechStage habe ich selbst einen Testbericht zur 7590 AX publiziert und dort auch selber schon im Juni 2021 die vollen 5 Sterne spendiert. Größter Minuspunkt: keine 2,5 Gigabit Schnittstelle. Das vermissen aber fast nur Leute, die extrem schnelle Multigigabit-Rechner und Multigigabit-NAS-Stationen an die Fritzbox hängen wollen. Das ist zurzeit noch eine kleine Minderheit. Der ebenfalls hoch-WLAN-kompetente Moritz Jäger hat netterweise die Verantwortung für den Test des Telekom Smart 4 übernommen, rechts im Bild, und auch diesem Router die vollen 5 Sterne spendiert. Großer Pluspunkt beim Jäger-Test: das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Telekom Smart 4. Tatsächlich ist der Telekom Speedport Smart 4 enorm günstig. In den 2 dicken roten Balken sieht man die Straßenpreise per 25.11.2021. Die Fritzbox 7590 AX gab es ab 254 €, den Telekom Smart 4 ab 130 €. Spannend waren auch die WLAN-Messungen. In meinen Speed-Messungen hat die 7590 AX auf kurze Distanz netto über 800 Megabit per WLAN vom NAS-Server über die Luft auf meinen Wi-Fi 6 Laptop mit einem Intel AX200 Funkmodul heruntergeschaufelt. In einem zwar nicht völlig identischen, aber doch sehr ähnlichen Testaufbau und Testverfahren hat der Telekom Smart 4 bei Moritz Jäger auf kurze Distanz knapp 420 Megabit vom NAS-Server über die Luft auf den WLAN-Rechner heruntergeladen. Da fragt man sich natürlich, warum ein 4800 Megabit WLAN-Router am besten Messpunkt nur 420 Megabit durchschaufelt. Da liegt der Nettowert ja nur bei 8,75% vom Brutto-Marketing. Bei der Fritzbox 7590 AX klafft aber ebenfalls eine gewaltige Lücke zwischen Brutto-
und netto. Da kommen am besten Messpunkt netto 850 Megabit von den kommunizierten 2400 Megabit brutto. Also auch hier nur 35% Effizienz, aber doch deutlich mehr als die 8,75% Effizienz beim Telekom Smart 4. Okay, die Testverfahren und Teststrecken beim Moritz Jäger und bei mir waren nicht völlig identisch. Aber man hat schon den Eindruck, dass es beim Telekom Smart 4 noch ein bisschen Optimierungspotenzial geben könnte. Tatsächlich hat die Deutsche Telekom am 25. November 2021 nicht nur die akribische Feature-Vergleichsliste vorgelegt, sondern auch neue Features angekündigt, die einen weiteren Mehrwert in die Speedport Smart Router Serie bringen dürften. Sobald die neuen Features voll greifen, sind die hier zitierten Testberichte zu den Telekom WLAN-Routern schon fast wieder Schnee von gestern, weil sich durch Software-Updates viel machen lässt. Doch auch die Fritzbox 7590 AX hat noch nicht das Ende ihres Potenzials erreicht. Das merkt man unter anderem auch an den häufigen Firmware-Updates bei den Fritzboxen. Es bleibt also spannend, wie solche Vergleichstests zwischen AVM Fritzbox und Telekom Speedport in einigen Monaten ausfallen werden. In ihrer Videopressekonferenz hat die Telekom live demonstriert, dass sich jetzt bis zu 5 VPN-Nutzer gleichzeitig am Smart 4 WLAN-Router anmelden können. Diese 5 Nutzer könnten auch von unterwegs über eine sichere Verbindung auf das Heimnetz zugreifen. Konkret haben die Telekom-Techniker 2 Laptops von Apple und von Dell sowie 3 Handys der Marken Samsung, Huawei und Redmi über VPN an einem Telekom Smart 4 WLAN-Router angemeldet. Dabei war das VPN-Verfahren nicht IPsec, sondern das zuvor schon erwähnte WireGuard. Mit diesen VPN-Fähigkeiten wird so ein WLAN-Router grundsätzlich auch für kleine Firmen wertvoller als je zuvor, nicht nur für das rein private Heimnetz. Ob und wie stark der Datendurchsatz durch die VPN-Verschlüsselung in den Keller geht, konnte ich noch nicht selber testen. So eine VPN-Verschlüsselung ist ja bekanntermaßen etwas rechenintensiv. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass die neuen Smart 4 Router mit ihren neuen Prozessoren da ein recht gutes Bild abgeben könnten, sofern es denn mal jemand richtig systematisch testen würde. Ein paar weitere Verbesserungen überspringen wir mal, dass nämlich jetzt zum Beispiel auch das Gäste-WLAN bis in die WLAN-Mesh-Repeater durchgeschossen werden kann, die WLAN-Standards in der Benutzeroberfläche angezeigt werden, die IP-Telefonanlage ausgebaut wurde, sowie die Sicherheitseinstellungen in der Telefonie verbessert wurden. Der wichtigste Punkt ist aber wohl das Ersatzinternet via Mobilfunk. Da, wo der gelbe Pfeil drauf zeigt. Mit dem Begriff Ersatzinternet meint die Telekom offenbar, dass man das Internet jetzt auch per USB-Kabel aus einem Apple- oder Android-Handy kommend in die Speedport-Router einspielen kann. Zum Beispiel, wenn das Festnetzinternet via VDSL gerade eine Störung hat oder als Übergangslösung, bis eine feste VDSL-Leitung gelegt oder geschaltet wurde. Das Internet aus dem Handy legt sich automatisch auf den Speedport, sobald dieser kein Internet mehr aus der festen VDSL-Strecke bekommt, so die Telekom. Dieses Ersatzinternet schalte sich automatisch wieder ab, sobald der Telekom-Router das Internet wieder aus dem Festnetz beziehen kann. Klingt gut, falls es genauso funktioniert, denn Festnetz-Internet ist in der Regel ja billiger als über den Mobilfunk. Dieses Ersatzinternet hat die Telekom den deutschen Medien am 25. November 2021 schon mal in einer Cisco WebEx-Videokonferenz live demonstriert. In diesem Screenshot von 11:24 Uhr hatte der WLAN-Router der Deutschen Telekom das Apple-Handy bereits als potenziellen Internetzuspieler akzeptiert. Und in dieser Szene von 11:27 Uhr sieht man 3 Minuten später, wie das Apple-Handy dem Telekom-Router via Mobilfunk bereits einen Datendownload von 7,97 Megabit und einen Datenupload von 1,54 Megabit pro Sekunde ermöglicht hatte.
Sorry auch, dass ich alle Konferenzteilnehmer seitens der Telekom und deren Agentur sowie die lieben Kollegen aus den Fachmedien aus allen Screenshots rein präventiv herausradiert habe. Ich will halt mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO und mit den vielen deutschen Abmahnanwälten rein präventiv erst gar keine nähere Bekanntschaft machen. Es gibt noch weitere neue Funktionen, die wohl erst 2022 greifen werden, etwa die Priorisierung. In Zeiten von Homeoffice und Corona ist es wichtiger denn je, dass Videokonferenzen nicht gleich ruckeln oder einfrieren, wenn andere MitbewohnerInnen heftigen Verkehr im Internet für ihre vielleicht weniger wichtigen Anwendungen verbraten. Die Deutsche Telekom will deshalb eine Priorisierung der Homeoffice-Nutzung zuerst beim Smart 4 Plus einführen. Vor allem Videokonferenzen brauchen etwa gleich starke Downstreams und Upstreams für das Empfangen, aber auch für das Senden des eigenen Videobewegtbildes. Beim Upstream herrscht meist der größere Engpass, wenn mehrere Usergeräte im Heim um die gemeinsame Bandbreite buhlen. Die Telekom plant deshalb eine Priorisierung des Datenverkehrs mittels einer gesonderten Home Office SSID. Dieser priorisierte Teil des Funknetzwerkes soll das Standard-WLAN und das Gäste-WLAN umfassen. Insbesondere soll die Upstream-Bandbreite im Homeoffice-WLAN priorisiert werden. Denn just beim Upstream, also beim Senden, haben die meisten Internetanschlüsse ja weniger Kapazität als beim Downstream. Die meisten VDSL 100 und VDSL 250 Anschlüsse haben ja nur 40 bis 50 Megabit im Upstream. Kleiner Vorschlag an die Telekom: Wenn ihr solche virtuellen Pressekonferenzen in Zukunft in 4K-Auflösung senden würdet, könnte man auch im fernen München die tollen Charts und Screenshots noch besser lesen. AVM hat eine etwas andere Priorisierungsstrategie. Ich habe mal nachgeschaut bei meiner Fritzbox 6660. Da habe ich schon seit Sommer 2021 eine Dell Workstation mit 11AX Wi-Fi 6 als einzelnes Gerät priorisiert, weil das mein Hauptarbeitsrechner ist. Das priorisierte Gerät bekommt in der Heimnetzgrafik dann ein Tacho-Symbol, bei dem die Tachonadel ganz nach rechts ausschlägt. Wie viel so eine Priorisierung tatsächlich bringt, habe ich noch nicht systematisch erforscht, zumal mein 1000 Megabit Cable Max Internet sowieso eher selten in die Knie geht. Sobald die Telekom aber ihr alternatives Prioritätsverfahren ausrollt, wäre ein systematischer Vergleich spannend, welches Verfahren besser funktioniert. Vor allem für Leute, die es beruflich für Videokonferenzen brauchen. Aber auch für private User, etwa für Online-Gamer, ist die Priorisierung einzelner WLAN-Geräte ein wichtiges Thema. Ein weiterer Turbolader für den Telekom Smart 4 soll Anfang 2022 in den Feldtest gehen. Und zwar ein neues 5G-Internetkästchen. Dann kann der Telekom Smart 4 auch Hybrid 5G. Der weiße LTE- und 5G-Empfänger sollte außen am Haus montiert oder wenigstens außen an eine Fensterscheibe geklebt werden. Warum außen? Weil vor allem die höheren und schnelleren 5G-Frequenzen besonders schlecht in das Gebäude hineinstrahlen können. Der weiße LTE- und 5G-Kasten wird mittels PoE-LAN-Kabel mit dem Telekom Smart 4 verbunden. Da der Smart 4 dem 5G-Kästchen keinen Power-over-Ethernet-Strom spendieren kann, liefert die Telekom einen kleinen PoE-Injektor mit, der zwischen dem Smart 4 und dem 5G-Kästchen eingekoppelt wird. Die Telekom-Techniker haben das 5G-Kästchen live aus Darmstadt demonstriert und die Szene per Videokonferenz an die staunenden Redakteure von Hamburg bis München übertragen. Der Downstream aus dem 5G-versorgten Smart 4 schwankte knapp oberhalb von 200 Megabit. Der Upstream schwankte in dieser Demo von 76 bis 82 Megabit. Spätestens hier beim Upstream wurde klar, dass der Speed tatsächlich aus dem 5G-Kästchen kommen muss, weil ein VDSL-Anschluss in der Regel ja schon zwischen 40 und 50 Megabit an seine Upstream-Grenze kommen würde. Also kein Presse-Fake, sondern seriöse Testarbeit.
Von Ende November 2021 bis Ende August 2022 soll es den 5G-Kasten erstmal für 800 Teilnehmer als kostenlose 5G-Zubuchoption zu einem bestehenden Telekom-Festnetzanschluss geben. Die zusätzliche On-Top-Bandbreite zum Festnetz soll bis zu 500 Megabit via 5G in den Smart 4 zuspielen. Falls es im 5G-Netz der Telekom zu einer Konkurrenz zwischen voll zahlenden Handynutzern und kostenlosen 5G-Modems im hybriden Feldversuch kommt, soll der zahlende Handynutzer den Vorzug im 5G-Netz bekommen. Eine Aussage zur finalen Preisgestaltung der 5G-Hybrid-Lösung nach Abschluss der Feldtestphase war bei der Pressekonferenz am 25.12.2021 noch nicht möglich. Das war nun also der ausführliche Feature-Vergleich der Deutschen Telekom zwischen ihren eigenen WLAN-Routern und dem jüngsten AVM-Flaggschiff Fritzbox 7590 AX. Frei interpretiert und leicht aufgebohrt durch meine eigenen Erfahrungen mit zahlreichen Fritzboxen, seit es Fritzboxen auf diesem Planeten gibt. Den umfassenden Ausblick der Telekom auf kommende Features kann ich für die Fritzbox nicht in gleichem Maße ergänzen, zumal AVM sich nur ungern in die kommenden Karten schauen lässt. Ich hoffe trotzdem, dass für dich etwas Brauchbares in diesem Video dabei war. Falls ja, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Deine eigene Meinung, Erfahrung, Korrektur oder Widerspruch bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich und reagiere so schnell wie möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.